Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Wild West Pioneers angekündigt, ebenso wie Reef Kingdom on the Distant Shores, Weltraum-Sims Stranded Alien Dawn im Angebot, erstes Gameplay zu Town to City, Forklands in den Early Access gestartet, Ubisoft lagert Marken in neue Tochterfirma aus und Pioneers of Pagonia steht vor nächstem großen Patch. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Stranded Alien Dawn, dazu aber gleich noch mehr. Pioneers of Pagonia im Wilden Westen? Nein, Wild West Pioneers hat natürlich nichts mit dem Original von Envision Entertainment zu tun, bringt aber ein Citybuilder in ein noch unverbrauchtes Setting. Im frisch angekündigten Spiel von den Empire Craft Studios besiedelt ihr die Grenzgebiete der heutigen USA und dürft dafür auf moderne Mechaniken aktueller Citybuilder zurückgreifen. So baut ihr Gebäude, stellt unter anderem den Bürgermeister und den Sheriff ein und sorgt natürlich auch für funktionierende Produktionsketten für Nahrung und Baumaterial. Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, der Early Access soll aber noch dieses Jahr auf Steam starten. Ebenso ganz frisch angekündigt ist das bunte Reef Kingdom on the Distant Shores, in welchem euch der Citybuilder in eine Fabelwelt mit Füchsen entführen möchte. Das Spiel spielt daher in der Fantasiewelt Mythland und verfügt über verschiedene Biome, welche von euch dann entsprechend andere Vorgehensweisen erfordern. Dafür sollen dann über große Burgen und Mauern euch unzählige Gebäude zur Verfügung gestellt werden. Reef soll aber auch RPG- und Strategieelemente in sich vereinen und euch über eine Weltkarte neue Gebiete erschließen und dementsprechend in bester Civ-Manier Gefechte führen lassen. Release-technisch wird's hier aber definitiv erst frühestens 2026 was, weswegen wir dann nächstes Jahr nochmal genauer drauf schauen. Mit Stranded Alien Dawn ist den Entwicklern von Hemimont Games ein fesselnder Sims-Verschnitt mit Basenbau und Tower-Defense-Elementen gelungen. Der Titel hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass er locker meine Steam-Statistik bei den meisten Spielstunden anführt. Im Spiel strandet ihr im Prinzip mit einer vorher ausgewählten Crew auf einem fremden Planeten und kämpft ab da um euer Überleben bzw. um eure Rettung. Der Titel spielt sich dabei wie ein Sims-Spiel, geht aber darüber hinaus, da ihr euch hier natürlich auch mit Waffen und später mit ganzen Verteidigungstürmen verteidigen müsst. Für gerade mal 4,60 € bei Instant Gaming kann ich euch den Titel nur wärmstens ans Herz legen. Hiermit habt ihr garantiert über 100 Stunden Spielspaß. Dazu unterstützt ihr mit einem Kauf für meinen Partnerlink diesen Kanal hier sehr. Mit einem ersten Gameplay-Trailer konnten wir erstmals einen genaueren Blick auf Town to City werfen, welcher der Nachfolger zu Station ist, was es bei Instant Gaming immer noch für nur einen lächerlichen Euro gibt, aber wir schweifen ab. Town to City scheint also nach dem jüngsten Material ein sehr detailverliebter Citybuilder in richtig gut gelungener Pixeloptik zu werden, der euch brutal viel Freiheiten lässt. Daher verzichtet man auch gänzlich auf ein Raster und lässt euch bis zur Blume alles pixelgenau selbst platzieren. Wer sich für Josie Games interessiert, sollte hier entsprechend voll auf seine Kosten kommen. Town to City hat allerdings noch keinen Release-Termin.
Hingegen ist Falklands bereits diese Woche in seine Early Access Phase gestartet, welche auf den ersten Blick so ein kleines bisschen an die guten alten Die Siedler-Titel erinnert, dann aber doch wohl eher den typischen Anno-Ansatz verfolgt. Auch hier gilt es, Häuser zu errichten, Produktionsketten aufzubauen, Nahrung zu produzieren und finally für das Wohlergehen eurer Bürger zu sorgen. Hinzu kommt Handel mit benachbarten Fraktionen sowie Multiplayer mit und gegeneinander. Hingegen bleibt noch völlig offen, wie das Kampfsystem aussehen soll. Nobukatsu and his men spare no one. We have ways to banish such darkness. Keine Woche ohne neue News zum krisengebeutelten Ubisoft-Konzern. Wie jetzt bekannt wurde, werden die Flagship-Marken Assassin's Creed, Rainbow Six und Far Cry in eine neue Tochterfirma ausgegliedert, die fortan die Exklusivrechte erhält und diese dann weiter melken kann. Tencent investiert hier weitere 1,16 Milliarden Euro und hält dann damit direkt 25% am neuen Unternehmen. Was das Ganze für die deutschen Ubisoft-Studios in Mainz, Düsseldorf und Berlin bedeutet, welche mindestens an Rainbow Six Siege und Far Cry beteiligt sind, ist noch völlig unklar. Andere Marken wie Ghost Recon und The Division sollen parallel vom Mutterkonzern fortgeführt werden. Leider spart man sich auch hier jeglichen Kommentar zu Anno und die Siedler. Wenn ihr mich fragt, sieht man hier jetzt aber endgültig erste handfeste Auflösungserscheinungen. Gerade kann man nur hoffen, dass man davon ab wenigstens Anno 117 in Ruhe fertig entwickeln kann bzw. darf. Remember, justice is forged in the shadows. When the world leaves you no solid ground left to stand on, then rely on your hope. Last but not least ist diese Woche auch der nächste Beta-Test für das kommende Pioneers of Pagonia Update gestartet. Beim nächsten Update wird es sich wieder um ein allgemeines Quality of Life Update handeln, in welchem der Fokus auf eine generelle Überarbeitung des UIs gelegt wurde, ihr endlich eure Spielstände benennen dürft und zusätzliche Hotkeys ergänzt werden. Außerdem wurden die Bauprioritäten überarbeitet, die jetzt komplett getrennt von Wirtschaftsprioritäten behandelt werden. Es gab aber auch Grafikverbesserungen wie Möwen auf Felsen, über Fischschwärmen oder auf dem Landungsschiff sowie neue 3D-Modelle für den Holzfäller und den Bäcker. Im Detail gehen wir dann alle relevanten Themen wie gewohnt in den Pagonia News die Tage durch. In diesem Sinne, gönnt euch Stranded: Alien Dawn und noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Take up the tools, pioneers. There's still so much to do.